Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ja, hallo ihr Lieben, ihr wisst ja, dass ich es von Zeit zu Zeit am Ende des Jahres jetzt voll gemacht habe, die Veränderungen, die für das kommende Jahr, für dieses Jahr noch anstehen. Und da schauen wir jetzt mal ein bisschen tiefer, was ist für dieses Jahr noch, wir haben es ja bald schon rum, in der Veränderungsphase. Wir haben die Überwindung von Hindernissen und wir haben unterm Deck den Feuergeist mit dem Thema Energie. Es ist hier so, dass wir mit dem geflügelten Pferd hier eigentlich relativ gut über die Hindernisse drüber fliegen und dass wir natürlich dabei auch den Lernfaktor haben, ja, ich sage mal, unsere Energie ins Gleichgewicht zu bringen oder sie zu lenken. Der Pegasus symbolisiert auch unsere Reise und die Unsterblichkeit. Und es sind hier sehr viel Impulse und spirituelle Entwicklungen. Also es ist hier keine kleine Transformation mehr, weil wir haben hier mit der Feuerenergie sehr viel Energie. Hier kommen ganz tiefe Lebenseinsichten. Man betrachtet die Dinge von einem anderen Standpunkt und man hat auch immer mehr die Fähigkeit, bei sich zu bleiben, sich nicht mitreißen zu lassen von Leuten, die Drama in unser Leben bringen. Und man hat irgendwie mehr die Fähigkeit, sich von Hindernissen nicht ausbremsen zu lassen, sondern leicht drüber zu ziehen, drüber zu fliegen, ohne sich runterziehen zu lassen. Es ist einfach so, dass das Gefühl dazu, wie man Schwierigkeiten bewältigt, sich verändert. Und dadurch geht es einfacher, Situationen aufzulösen oder sich nicht immer so ausbremsen zu lassen von den Dingen, die herausfordernd sind. Okay, schauen wir ein bisschen weiter. Was kann ich Veränderungen für dieses Jahr noch nicht geben? Was ist hier fürs Kollektiv sichtbar? Die Veränderungen bis Ende des Jahres für das Kollektiv. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es geht um unser Leben. Es geht um langfristige Prozesse. Es geht um unsere Vitalität und es geht um die Lebensblockaden. Und das passt hier sehr gut mit dem Pegasus, ne? Hindernisse überwinden. Der Berg legt sich hier sozusagen dann auch noch ins Haus des Klees rein, also kürzere Wege. Hier kommen die Wege. Hier entstehen Wege, die lange nicht sichtbar waren. Möglichkeiten, weiterzukommen, zu expandieren. Ein anderes Umgehen mit Blockaden an sich. Es ist hier sehr viel Bewegung, auch aus dem Umfeld raus. Ja, und das Kreuz legt sich ins Haus des Baumes rein, wie passend, ne? Ein schicksalshafter Ritt. Eine Sache, die alle Lebensbereiche betreffen. Eine Sache, die aufklärend ist. Und das Spannende ist hier auch noch, uns steht hier eine Energie zur Verfügung. Wir haben hier die Sonne mit dabei im Haus des Sarges, die vielleicht auch sehr anstrengend, sehr hindernisreich war und die überstrahlt dann hier wieder in der Spiegelung den Baum, ne? Das heißt, es entsteht wieder eine Energie, die uns zur Verfügung steht. Was ich eben noch habe, sind auch Verstrickungen von außen, ne? Wir können das Außen nicht anhalten, aber ich habe hier so das Gefühl, wir lernen, dass wir Konflikte besser bereinigen können, dass wir andere Wege finden, dass wir sogar, indem wir für uns einstehen oder wo wir vielleicht auch ein bisschen flexibler sind, hier am Ende Ernte haben. Und es ist eine plötzliche Klarheit da, wo wir vorher Konflikte hatten. Wir haben den Klee im Haus des Kindes drin. Das bedeutet, wir haben einen schicksalshaften Neubeginn, kürzere Wege, das Alltagsglück kann besser gefasst werden. Es sind vielleicht auch mehrere Bereiche, die sich minimieren.
Wir haben die Finanzen mit dabei. Die Finanzen liegen hier im Haus des Fuchses drin. Wir haben hier den Klee dabei und in der Spiegelung aber auch die Sterne. Hier zeigen sich Wege, wo man finanzielle Schwierigkeiten oder Verstrickungen auflöst. Und zwar auch sehr rasch. Und ich habe hier tatsächlich auch sowas wie eine ganz neue Erfahrung, eine gelernte Lektion, etwas, was Früchte bringt. Ein Wissen, das uns innerlich auffüllt. Das finde ich jetzt auch sehr spannend, denn wir haben im Haus der Veränderungen erstens die Kinder drin, zweitens die Neubeginne. Anfang und Ende nochmal von etwas. Es kann auch sein, dass wir hier nochmal auf Verluste gucken und dass wir sehr viel emotionale Blockaden angezeigt kriegen. Das kann aus dem Familienleben sein, das kann das Gegenüber betreffen, das kann die Familiengeschichte auch an sich sein. Das, was die Familien nach außen zeigen und das, was dann tatsächlich auch die Wahrheit ist. Das ist ja oft unterschiedlich. Und wir haben da noch im Haus der Wege die Veränderungen an sich drin. Also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass sich tatsächlich so viele Bereiche nochmal anzeigen. Viele oder einige von uns, ich sage ja beim Kollektiv immer mehrere Szenarien, die haben hier vielleicht auch irgendwelche Geschichten, die mit Geld zu tun haben, mit den Familien, wo sie nochmal drauf blicken können, wo in diesem Bereich vielleicht auch Unwahrheiten sind. Ne? Das sind so Sachen wie, jemand wurde bewusst etwas nicht gegeben, das kann jetzt hier Geld sein oder ein Wissen. Ja? Verstrickungen im Beruf. Ich habe für viele auch nochmal so ein bisschen die berufliche Situation mit raschen Wechseln oder mit da, wo es Schwierigkeiten gab, ne, mit Vorgesetzten oder mit auch dem Thema, was bezahlt man mir für meine Arbeit. Da ist auch Umbruchsenergie mit dran. Der Ring liegt hier im Haus des Ringes. Es geht vielleicht auch um Kreisläufe, um Beziehungsdinge, die man schon als Kind erworben hat, wo die ersten Konflikte mit dem Leben herkamen. Und wir legen uns ins Haus des Buches. Wir machen hier eine ganz neue Erfahrung. Wir studieren sozusagen was. Und was ich jetzt spannend finde, ist wirklich Folgendes. Wenn ihr hier guckt, ne, wir liegen im Haus des Buches drin. Und das sind unsere Gedanken. Und da ist schon drin, wie beendet man Unruhe, wie beendet man oder überwindet man Hindernisse sehr schnell, wo braucht etwas mehr Klarheit, wo ist etwas vom Gegenüber abhängig, wo müssen wir einen Kompromiss machen und wo dürfen wir bei uns bleiben. Es zeigt sich hier auch noch so ein bisschen innerfamiliärer Trouble, aber das ist eben auch, jeder hat seine eigenen Wurzeln und jeder hat seine eigenen Themen. Wir blicken in unsere Träume und Sehnsüchte. Wir haben hier die karmischen Beziehungen, die Liebe als Herausforderung, die Schattenthemen mit der Liebe und wir haben in unserem eigenen Haus den Schlüssel drin. Hier kriegen wir etwas überreicht, das eine Veränderung mitbringt, die uns neue Türen öffnet, die uns unserem Lebensplan näher bringt. Und ich habe hier noch die guten Nachrichten. Ne? Hier ist das Haus der Sonne, hier legt sich der Brief rein. Etwas wandelt sich, wo wir vielleicht auch innerfamiliäre Konflikte hatten. Und ich sehe, dass wir uns auch irgendwo rausnehmen. Ne? Aus einer Emotion, aus einer Bewegung, die nicht mehr gültig ist,
aus einer Energie, die sehr viel mehr zehrt, als dass sie etwas gibt. Ich habe Nachrichten für die Selbstständigen, Verträge für die Selbstständigen. Ich habe aber auch ein bisschen einen Kampf damit oder eine gewisse Unruhe, weil hier die Finanzen mit dranhängen. Das darf sich hier verändern und steht auch unter einem guten Stern. Man muss sich vielleicht bloß ein bisschen trauen. Was ich auch noch habe, ist, dass so gewisse Berater hier mit an Bord sind. Ne? Das sind jetzt hier tatsächlich irgendwelche Amtspersonen oder auch Menschen, die etwas besser wissen, wo man sich einen Rat einholt. Für einige könnten hier tatsächlich auch nochmal, ich habe das Umfeld, den häuslichen Bereich im Haus des Schicksals drin, in den Spiegelungen da auch wieder die Wege. Es kann sein, dass man im häuslichen Bereich irgendwelche anderen Wege wählt. Es können Umzüge sein. Das kann sein, wie gehe ich, hier ist ja sehr viel Bewegung, wie gehe ich mit dem Thema um, wenn ich meine Grenzen nicht setzen kann oder wenn ich mein Fundament nicht gut gebaut habe. Wie viel Ehrlichkeit ist nötig, um dass alle irgendwie ihren Weg gehen können. Sind ja auch Entscheidungen im häuslichen Bereich, die verbunden sein können mit den Papieren der Ämtern und Behörden. Und es ist ja auch im Hause des Berufs nochmal so die Karte drin, wo man sich überlegt, welche Veränderungen brauche ich, wie harmonisch fühle ich mich da, wo ich bin. Die Berufskarte liegt hier im Haus der Mäuse. Hier ist schon auch nochmal Umbruchsenergie. Hier kann auch sein, dass im Bereich der Vorgesetzten sich etwas ändert. Es geht so ein bisschen auch darum, ja, ich sage mal, mit der Vergangenheit auch nochmal aufzuräumen. Das heißt, diese tiefen Blockaden, die hier sitzen, die vielleicht andere Menschen hinterlassen haben, die Eltern an sich. Ne? Ich habe hier irgendwie auch so ein Gefühl, dass man von Eltern im Unklaren stehen gelassen wurde. Da eröffnet sich einiges, ja, das einfach wichtig ist zu wissen, um dann seine Kinderthemen in die Veränderungen bringen, seine Konflikte mit dem Leben zu lösen und auch ganz schnell und einfach neue Wege zu gehen. Ich habe Nachrichten, die Sicherheit bringen. Für einen oder anderen habe ich hier bis Ende des Jahres auch nochmal das Thema Verreisen, Auszeit nehmen. Besuche, Geschenke, Freundschaften, die aufblühen dürfen. Die Finanzen werden hier nochmal zum Thema. Hier ist sehr viel unterdrückte Emotion, die auch nach oben kommt. Es geht darum, die Finanzen langfristig anzulegen. Es geht wieder mal um Seelengefährten, Freundschaften. In der Liebe kann sich hier sehr vieles auch nochmal aufdröseln, auflegen. Wir haben hier im Hause des Gegenübers das Herz drin und im Hause des Herzens den Bären. Das sind auch so Vaterthemen, die man hier nochmal anguckt oder ja, wo man auch überlegt, welche Energie habe ich denn in meine Liebe gegeben, wo fehlt mir die Leidenschaft, wo bin ich total an was vorbeigerannt und die Erkenntnisse sind hier sehr, sehr klitzeklar. Es ist eine Zeit auch nochmal, wo wir sehr auf die Sehnsüchte gucken, die wir so haben, wo wir etwas auf den Weg bringen wollen. Wo man überprüft, meine eigenen Zweifel, inwieweit sind die denn wahr, denn wir haben hier den Schlüssel drin. Wir können hier Veränderungen vornehmen und wir können eine ganz neue Erfahrung nochmal machen und viele Kreisläufe hinter uns lassen. Spannend. Ich gucke mal noch, welches Kraft hier mitgeht. Veränderungen bis Jahresende.
Eigentlich sind es sehr viele Veränderungen, das hätte ich wirklich jetzt so nicht gedacht. Im Haus des Neubeginns der Kledrin, im Haus der Veränderungen die Neubeginne und im Haus der Wege nochmal die Veränderungen und die Wege im Haus des Schiffes. Also da kommt einiges in Fahrt. Ja, klar. Guckt euch das jetzt mal an. Wir haben hier den Pegasus mit dem Thema Überwindung und wir haben hier den Aal mit dem Thema Energetisierung und die zentrale Aussage dieser Karte des Aales ist auch nochmal, Hindernisse können leicht überwunden werden. Es kommt eine neue Energie, hier ist die Energetisierung, also das ist echt der Wahnsinn. Der Aal ist hier auch der schlängelnde Bewegungen macht. Ne? Er ist ein Beschützer. Er lehrt die eigene Kraft aufzubauen. Hier sieht man ja das Ausbalancieren der Kräfte. Und hier ist auch noch eine Reinigungsphase, denn der Aal ist ja im Wasser. Also das ist schon wirklich heftig. Es geht darum, dass man, wenn ich dieses Schlängeln jetzt so beobachte, ne, das ist ja nichts, was einen bricht, als wenn man so einen hohen Berg entlang stapfen muss. Und irgendwo kann man hier auch das Feuer der Begeisterung wieder entfachen und in Leichtigkeit gehen, den Weg finden. Und da ist so dieses Ding, ich lasse mich auch nicht aufhalten. Ich mache das, was zu dem Zeitpunkt am wichtigsten für mich ist und vertraue darauf, dass es richtig ist. Und hier ist es jeder für sich. Ne? Die Paare liegen weiter auseinander, sie gucken in eine andere Richtung und es wird die Lebensreise auf den Weg gebracht, die Wurzeln, die jeder für sich selbst hat. Okay, dann, was haben wir noch? Unterstützung, High-Five-Momente, gemeinsam etwas umsetzen, gemeinsam die Energie irgendwo hinlenken. Wenn man nicht kann, auch mal abgeben. Hier ist eine andere Richtung zu sehen und hier ist nochmal sehr viel Spiegelblick. Ne? Wir dürfen hier in sehr viele Momente gucken, die uns vielleicht triggern oder die uns erkennen lassen. Und dann darf man auch fragen, kommen wir denn klar, was der Spiegel uns zeigt. Ne? Unterm Deck haben wir noch Verliere nicht die Hoffnung und den Regenbogen sozusagen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.